Eigentlich war es ja absehbar, denn die langwierige und kuriose Entwicklungsgeschichte von Skull and Bones machte nicht gerade Hoffnung auf ein rundes Produkt. Zumal es aus dem eigenen Haus in jüngster Vergangenheit mit Die Siedler Neue Allianzen ein ganz ähnliches Produkt mit ähnlich katastrophaler Entwicklungsgeschichte und inklusive Ergebnis gibt. Doch Ubisoft sieht das natürlich naturgemäß anders und erfindet für sein Piratengame sogar eine neue Qualitätsstufe für Videospiele. Oh je. Skull and Bones ist also das erste Videospiel mit dem Qualitätsmerkmal AAAA am Arsch. Damit übertrifft es locker alles Vorherige und ist in Sachen Qualität das beste Videospiel aller Zeiten. Zumindest laut Ubisoft-Geschäftsführer Yves Guillemot. Also Eier hat der Typ ja. Wie auch immer. Big-Budget-Produktionen mit extrem großem Aufwand und in der Regel auch mit extrem viel Manpower, die im besten Fall auch echte Innovationen mitbringen, erhalten in der Branche seit Jahren den Status eines AAA-Titels oder auch als AAA-Game genannt. Zum Beispiel wird ein GTA 6 so ein Titel sein und das jüngst erschienene Assassin's Creed Mirage war sogar laut Ubisoft selbst nur ein AA-Titel, also Doppel-A. Dieser Begriff stammt eigentlich aus dem Finanzwesen und ist von Bewertungen von Unternehmen oder Ländern abgeleitet. Also wie finanzkräftig diese sind und dementsprechend bessere Kredite dank geringerem Risiko erhalten können. Ubisofts Geschäftsführer Yves Guillemot macht jetzt aber mit dieser kuriosen Aussage auf sich aufmerksam und hat sich damit immerhin dieses Video verdient. Herzlichen Glückwunsch, du Lappen. Also dazu, dass dein Laden tatsächlich immer noch nicht pleite ist. Guillemot wurde im Rahmen einer Fragerunde zu erneut mittelmäßigen Quartalszahlen darauf angesprochen, warum er Skull and Bones, welchem neben der Kampagne schlussendlich auch die komplette Story weggekürzt wurde, trotzdem zum Vollpreis von 60 € bzw. schlappe 90 € für die Premium-Version in den Handel bringt. Zumal Skull and Bones angeblich von oben bis unten mit Microtransactions vollgestopft wurde und sich so ein Free-to-Play-Modell doch viel besser angeboten hätte. Die Antwort hierauf war, Zitat, es ist ein riesiges Spiel und wir glauben, dass die Leute wirklich sehen werden, wie umfangreich und komplett das Spiel ist. Es ist ein wirklich vollwertiges, vierfaches A-Spiel, das auf lange Sicht überzeugen wird. Zitat Ende. Natürlich weiß nur er selbst, warum er hier so auf den Putz hauen musste, aber gut. Wäre alles halb so schlimm, wenn der geneigte Gamer nicht vorher schon wusste, was für eine Gurke da auf ihn zusegelt. Denn die bewegte Entwicklungsgeschichte mit von Anfang bis Ende katastrophaler PR samt Verzögerung musste einfach bei jedem alle Alarmglocken klingeln lassen. Ursprünglich, im Jahr 2013, also vor etwas mehr als 10 Jahren, war das Spiel als Erweiterung für das wirklich gute Piratensetting in Assassin's Creed Black Flag geplant. Genau das war es eigentlich auch, was viele Gamer damals haben wollten. Also im Prinzip ein simples Spin-off mit mehr Piraten und viel mehr Gesegele über die Weltmeere. Nachdem das Spiel dann nicht wie geplant 2 Jahre später fertig wurde, entschied man irgendwo bei Ubisoft, keine Ahnung, das Ding in ein eigenes Franchise zu überführen und brach, Ubisoft typisch, den Kontakt mit der Community komplett ab. Danach folgte jahrelange Funkstille, was eigentlich nie ein gutes Zeichen ist. Ich meine, siehe die Siedler, bis man sich mit einer Closed Beta zurückmeldete, auf Grundlage derer man das Spiel um ein weiteres Jahr verschieben musste, da es quasi alle Tester komplett kacke fanden. Die Siedler als Vergleich habe ich schon erwähnt, gell? Okay, zur Transparenz an dieser Stelle, gespielt habe ich es nicht wirklich. Keine der vielen Versionen, obwohl ich mehrmals die Chance hatte und damals Assassin's Creed 4 cool fand. Warum auch? Daher zitiere ich jetzt einfach mal kackdreist golem.de, die es auf den Punkt bringen. Zitat: Skull and Bones hat mit einem AAAA-Spiel ungefähr so viel zu tun wie unsere erste Ingame-Schaluppe mit dem ZDF-Traumschiff. Wir finden das Erkunden der Weltmeere als Pirat schon nach kurzer Zeit langweilig, weil es wenig Aufregendes zu entdecken oder zu erleben gibt.
Die Schiffskämpfe machen dank der guten Steuerung zwar Spaß und natürlich motiviert das Aufrüsten von Status und Ausrüstung, letzteres ist hier aber viel zu sehr Selbstzweck. Außerdem sind uns die Grafik und insbesondere die Animationen zu altbacken sowie der Preis viel, in Klammer Ausrufezeichen, zu hoch. Eine vorsichtige Empfehlung ist Skull and Bones für alle, die das Szenario lieben und abends beim Fernsehschauen oder Podcast hören nebenbei eine unkomplizierte Beschäftigung in einer Art MMO Light suchen. Zitat Ende. Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt und euch das viele Geld das wert ist, ja, dann gönnt euch, kein Thema. Aber um zum Schluss auf meinen Punkt zurückzukommen, bitte lasst euch nicht verarschen.